Und bei uns im Studio der US-Journalist Eric Kirschbaum, unser US-Experte. Guten Morgen, Eric. Morgen. Guten Morgen. Ja, für dich war es ja auch eine kurze Nacht. Natürlich hast du genau wie wir diese Debatte, die musste man einfach sehen. Wie ist dein Fazit? Also Joe Biden tatsächlich der Verlierer? Ja, absolut. Es war schwer anzuschauen. Wir sind um 3 Uhr aufgestanden, um das zu sehen. Und es hat wehgetan manchmal, wie schlecht Biden war. Er hat eine ganze Woche genommen, um sich davor vorzubereiten. Und es war wirklich eine Katastrophe, wie Michael erzählt hat. Es war schwer anzuschauen. Von Anfang an hat er den Faden verloren. Seine Antworten waren kurz. Er hat nicht einmal die Zeit genutzt, was er haben könnte für seine stärkeren Argumente wie Abtreibung und so weiter und so fort. Und dann hat er manchmal den Faden verloren. Und Trump hat den goldenen Satz gehabt. Ich habe nicht verstanden, was er gesagt hat. Er hat wahrscheinlich auch nicht verstanden. Und das hat so gesessen. Ja, dann gab es ja erst eine schnelle Analyse, auch Reaktionen von Demokraten. Und das ist ja wirklich verheerend. We're fucked up. Also wir sind wirklich am Ende. Heißt das jetzt, Joe Biden könnte jetzt noch abgesägt werden für die nächste Präsidentschaftswahl? Ja, absolut. Alles ist jetzt möglich. Viele haben die Hoffnung gehabt, Biden könnte den Blatt ein bisschen umdrehen jetzt. Er könnte bestätigen, dass er fit genug ist, den Amt. Das war die große Frage. Aber die Frage hat Biden leider geantwortet, er ist doch vielleicht zu alt und zu zerbrechlich. Und die Spekulation kommt aus allen Ecken. Was genau passieren wird, weiß man noch nicht. Aber die Demokraten haben noch 7 Wochen Zeit bis ihr Convention. Das gab es noch nie, dass ein Präsidentkandidat, ein Amtsinhaber abgesägt worden ist. Aber ich denke, Biden und seine Frau werden vielleicht selber zum Schluss kommen, es wird nicht klappen. Und bevor wir unsere Partei in eine Niederlage einführen, freiwillig abzutreten. Aber das ist alles noch viel zu früh. Das ist alles Spekulation. Aber Eric, wer könnte es denn bei den Demokraten tatsächlich machen? Es wird ja immer wieder Michelle Obama gehandelt, also die Frau von Barack Obama. Die ist absolut beliebt in den Vereinigten Staaten. Die könnte sehr viel vereinigen. Aber sie hat immer gesagt, sie will nicht. Könnte sie sich doch überzeugen lassen oder am Ende doch der Gouverneur von Kalifornien? Obwohl, der ist ja für die Demokraten auch unter Druck. Michelle Obama hat immer wieder gesagt, kein Interesse. Sie ist irgendwie so klug, das zu tun. Sie weiß, was für Stress das ist und sie hat immer wieder abgewunken. Aber Gavin Newsom ist ein Kandidat, sein Name taucht immer wieder auf. Phil Murphy in New Jersey, der ehemalige deutsche Botschafter, ist auch ein Name, der ab und zu auftaucht als moderater Demokrat. Und Kamala Harris ist auch eine mögliche Kandidat. Entschuldigung, Kamala Harris, die ist so ein Totalausfall als Vizepräsidentin. Ja, aber Vizepräsident ist eine schwere Aufgabe. Vizepräsidenten haben kaum geglänzt. Aber sie wird sicherlich, glaube ich, in der Spekulation kommen. Auch wie der Gouverneur von Michigan, eine sehr erfolgreiche Frau. Aber das ist alles viel Zukunftsmusik. Ich glaube, die Schlagzeilen heute werden konzentrieren. Biden hat die Chance gehabt, zu beweisen, dass er fit ist, hat es nicht geschafft. Und deswegen wird die Spekulation wirklich losgehen. Interessant war Innenpolitik ganz viel natürlich dabei. Wir haben natürlich auch besonders hingehört beim Ukraine-Krieg beispielsweise, wo dann Donald Trump auch ganz vollmundig wieder erklärt hat, schon wenn er nur gewählt ist, also noch nicht mal als Präsident vereidigt, wird er das Ding sofort beenden. Kommt das wirklich an in den USA? Also nehmen die Leute ihm das ab? Glaube ich nicht, aber Trump hat so viel versprochen und erzählt viel, wenn der Tag lang ist. Die nehmen das nicht genau so ab, aber die denken, vielleicht hat er eine Chance, das Drehbuch ein bisschen zu ändern. Wir wollten die Details sehen, wie er das machen wird, aber das ist typisch Trump. Der sagt was gut klingt, der Wunschtraum ist, aber keine Ahnung, das ist eher auch Spekulation. Interessant war ja auch, Donald Trump ist gefragt worden, ob er denn die Wahl anerkennt, wenn denn das Ergebnis für die 2024-Wahl feststeht. Er stellt ja immer noch 2020 das Ergebnis in Frage und er hat gesagt, ja, wenn die Wahl fair verläuft, dann würde ich das eventuell anerkennen. Kein klares Statement. Wie kommt das bei den Wählern in den USA an? Bei seinen Unterstützern ist das doch, er wird auf jeden Fall gewinnen. Ist egal, was Biden sagt. Zweimal hat die Frage ignoriert. Die mussten 3-mal fragen, bis die eine Antwort dafür bekommen haben. Und dann hat Trump sein Typische gesagt, ja, wenn es fair und so ist. Seine Anhänger glauben immer noch, dass 2020 unfair war. Deswegen, das wird Trump überhaupt nicht schaden. Seine Antwort, das ist so seine Standardantworten. Aber das gibt natürlich Leute Angst, dass Trump wird das trotzdem, genauso wie vor 4 Jahren, auch nicht so akzeptieren, wenn er verlieren sollte. Das heißt, auch Bidens Replik dann zu sagen, wenn du verlierst, bist du eh eine Heulsuse, das wird dann also wahrscheinlich an der Frage auch nichts ändern. Eric, danke für den Moment. Gerne. Wir sehen dich natürlich später noch mal wieder für die Antwort. Danke für das Gespräch, Eric. Ja.